Awesome. Good morning. Guten Morgen. Hey guys, you can keep standing. Okay, ihr könnt ruhig stehen bleiben. I was wondering, how can we make the minute to win it more like a challenge or more like something we can all engage? Okay, ich habe mir überlegt, wie können wir dieses Minute to Win It ein bisschen mehr eine Sache machen, wo wir alle ein bisschen mehr Teil dran sein können. And so I was wondering and I came up with this idea. I think I really invented this thing. Also ich habe wirklich eine gute Idee. Ich glaube, ich habe das echt erfunden. Probably Das it's ist never been wirklich in von the mir. world before. Das war noch nie auf der ganzen Welt so. This is an awesome moment. Das So ist ein wunderbarer Moment. I'm call it the Benny Wave, okay? Das ist die Benny Way. And so we're gonna start it over there. Okay, die fangen And wir we'll make drüben this an. awesome sound. It's like, oh. Okay, wir machen dieses geniale Ding, Okay. das so heißt wie oh. And then we move our arms Und like dann this. bewegen wir unsere Hände And then we so. shake them Und dann like bewegen we've wir got sie. Parkinson. You Okay, know? also Right. oh. And so, but everybody is to join, okay? Okay. So stand Und up. jeder muss aufstehen. Come on, stand up, stand up, stand up. Alle aufstehen. Okay, let's start over here. Okay, lass uns da drüben anfangen. Oh. Awesome! You guys are awesome. Okay, once again. Okay, nicht schlecht. Once Okay, again. nochmal. Oh. Woo! This was the best Benny wave ever. Okay, das war die right. beste Benny-Welle jemals. Let's look. Do we still have our contestants? Okay, haben Ja. wir unsere Freiwilligen schon? We have them ready. Okay. All right, give an applause for them. Okay, einmal Applaus für unsere Freiwilligen da oben. And so I need all you guys' attention because the game is gonna show up on the video. Okay, schaut euch das Spiel auf der Leinwand an. Fishhead. In this challenge, a blindfolded contestant must place a lampshade on top of their head and uses only a fishing rod. Without the ability to see, one loses all sense of perception and placement is difficult. Failure to complete this task in 60 seconds may result in elimination. All right. So we got a blindfold. Okay, ihr dürft nichts sehen, So to make it harder. damit es ein bisschen schwieriger ist. It's like we tried it a lot, but it's really hard. Okay, wir haben es ein bisschen geübt, ein bisschen viel geübt und So- das ist echt nicht So einfach. all of those guys really need your support, all right? Also die brauchen alle eure Unterstützung hier. Okay. Everybody ready? Okay, seid ihr alle bereit? Oh, before they're ready, you guys need to cheer up a little bit, okay? So 1, 2, 3, come on, go for it. Okay, ihr müsst ein bisschen applaudieren hier, ein bisschen Stimmung. Okay? Seid ihr So bereit? the countdown's ready? Ready, steady, go fish heads! Oh. You guys are doing a great job. Oh, come on! Yeah! Yeah! We've got a Der winner! Erste hat's geschafft. Okay, the game's still going on. Okay. We got the first place already. Come on, guys, I need your support. Kommt, wir brauchen ein bisschen Unterstützung hier. Okay, right, let's do the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Very good. That was amazing. Nicht schlecht. That's the quickest I've ever seen someone get the lampshade Also on das their war das head. Schnellste, was ich je gesehen habe, dass jemand diese Lampen, dieses Ding auf den Kopf gekriegt hat. See how good we are to you? We give you things that you can play at home. Seht ihr, wir sind so gut zu euch. Wir geben euch So Sachen, when you mit denen get ihr zu home, Hause you spielen can könnt. start putting your lampshades on your Also head. wenn ihr dann nach Hause kommt, könnt ihr eure gute Nachttischlampe nehmen und die auf euren Kopf legen. Yes. So I brought some little friends Also today, ich habe 3 heute little ein friends. paar drei kleine Freunde mitgebracht. You say hello to my little fishy friends. Hallo meine Fischi-Freunde. Fishy Freunde. Fischi-Freunde. Yes. And
just if you are a lover of fish, do not worry. Also, wenn ihr ein Liebhaber von Fischen seid, keine Angst. No fish will be harmed in the making of this moment. Keine Fische werden verletzt werden in dem Erschaffen dieses Moments. And the fish will be returned to their happy life. Und die Fische werden zurückkommen zu ihrem fröhlichen Leben. And seeing as they have a memory of about 2 seconds, that's great. Sehen, dass sie eigentlich ein Erinnerungsvermögen haben von genau 2 Sekunden, ist das alles im grünen Bereich. They won't know that you were all here staring at Die them. wissen überhaupt nicht, werden sich gar nicht daran erinnern, dass ihr alle hier warten und sie angestarrt haben. Yeah. Okay, so these guys are pretty happy here. I mean, I'm Okay, sure die sind they ja eigentlich sehr glücklich hier, oder? probably could be happier with Aber a die bit of könnten green and wahrscheinlich, wenn wir ein bisschen mehr Grün hier drin hätten, wären sie vielleicht noch ein bisschen bit of air glücklicher circulating. und ein bisschen so Luft, die hier durchgeht. But they are happy. Aber sie sind happy, richtig? Sie sind fröhlich. This is where they were meant to be. They're Das- meant to be in the water. Dafür sind sie gemacht worden, dass sie im Wasser sind. They were created to be in the water. This is their environment. Would we agree? Sie sind erschaffen worden, im Wasser zu sein, oder? Das ist doch ihr Umfeld, das ist da, wo sie leben sollen. You can Wir nod stimmen your doch heads, zu, it's oder? okay. Das glauben Yes. wir doch alle. Yes, pretend you're in Ja? school. Okay, Fish are meant also wir for sind water. in der Schule. Die Fische Okay. sind fürs Wasser. Okay, let's see. Let's see this here. Oh. Okay. Oh, Don't worry, don't worry. keine I Angst. told them I was going to do this. Ich They're habe ihnen okay. vorher gesagt, dass ich das machen würde. Die wussten also Bescheid. Oh, oh. Are you guys ready? Seid ihr Watch your bereit? cameras. Watch your cameras. Okay. You think they like? Okay. Glaubt ihr, sie mögen das? Is this where they were meant to be? Ist das, wo sie sein müssen, dürfen, okay. sein sollten? They're flipping around, Die flappen so ein bisschen rum hier. trying to find Sie versuchen, where they were meant to be, das zu finden, wo sie eigentlich hingehören. which is right here. Und das ist genau hier. See? Okay. They Ja. like it. Oh, hier mögen sie es And wieder. now they're better. Und jetzt geht es ihnen wieder besser. And you're all wet. Und ihr seid alle ein bisschen nass. We're looking this morning at being still. Also heute Morgen schauen wir uns an, stille zu sein. And you were created by your Father. Und du bist geschaffen worden von deinem Vater. And in the Bible, in John 15, In Johannes Kapitel 15 in der Bibel, we hear that Jesus say that we are to remain in him. da sagt Jesus, dass wir in ihm bleiben sollen. And I think that sometimes we get things the wrong way round and we think, oh, I'm supposed to work hard and climb a ladder and try to get into him and try to be near him and keep climbing. Und manchmal missverstehen wir Sachen und bringen Sachen so ein bisschen durcheinander, dass wir denken, ja, ich muss hart arbeiten daran, ich muss irgendeine Leiter hochklettern, damit ich bloß irgendwie da reinkomme in ihn. But just like these fish are meant to remain in their water, Aber genauso wie diese Fische dafür gemacht worden sind, in ihrem Wasser zu bleiben, you were created to remain in your Father. It's where you're supposed to be. bist du geschaffen worden, in deinem Vater zu bleiben. Dafür bist du gemacht worden. Let me try something. Hold on. Okay, lass mich was ausprobieren. Let's see. Do you guys like to do a little something for me here? Come up here, Joel, mal Joel. kurz helfen. Joel. Okay? Come on up here. This is Joel. Komm mal eben her. Das From ist Ireland. Northern Ireland Joel aus Nordirland and Sweden. und Schweden gleichzeitig. Okay. We might need a little bucket for you here, Joel. Okay, wir brauchen so einen kleinen... How old are you? Wie alt bist du? 14. Okay. 14, okay. Put your face in there. Okay, mach mal deinen Kopf da rein. All the way in. Komm, ganz rein. Do you like it? Okay, magst du es? Hold on. I'm just going to talk to you. Come down here. Talk to me. Okay. Say hi to the fishes. Während du im Wasser drin bist, sag mal Hallo zu den Fischen. Hi, Joe. Hallo Joe. Hi. Hallo, wie geht's dir? How are you? Get back in. Hey, komm, bleib doch im Wasser drin mit. How are you? Hallo, wie geht's dir? Are you fine? Okay, geht's dir gut? Do you like being... I think he's got a good 5 seconds Also underwater. ich glaube, der hatte That's so about gute it. 5 Sekunden unter Wasser. Joe, do you like being in the water? Okay, magst du es im Wasser so zu sein? Are you meant to have your face in the water all Bist du day? dafür gemacht, dein Wasser so im Okay. Kopf zu halten? No. Thank you, Joe. Dein Kopf so im Wasser zu halten. So, on an external level, we know that we're not supposed to live with our faces in water all day. Also eigentlich, wir wissen ja, dass wir nicht dafür gemacht worden sind, mit unseren Gesichten den ganzen Tag im Wasser zu sein. And the fish won't survive
if they're in here all day. Und die Fische werden nicht überleben, wenn sie außerhalb des Wassers in diesem Netz den ganzen Tag sind. And Joel would not survive if I left his face in there all day. Und Joe würde auch nicht überleben, wenn er seinen Kopf den ganzen Tag in dem Wasser lassen würde. Try to transfer that to an internal level in who you are. Also versucht das zu übersetzen in eure innere, in dem, wer du bist, in deine innere Beziehung. You cannot survive in who you were created to be outside of your Father. Du kannst nicht überleben als das, wozu du geschaffen worden bist, wenn du außerhalb deines Vaters dich bewegst. Here we have this amazing creator, amazing Father who says, "In me is life." Hier haben wir diesen absolut genialen Schöpfer, den Vater, der sagt, in mir ist das Leben. In me is peace, joy. In mir ist Friede, in mir ist Freude, In me is restoration and comfort. in mir ist Wiederherstellung und Trost. He's awesome. But you know what we do? We're like, oh no thanks. I want to live with my face in the water. Aber wir sagen, nee, du, danke schön, das passt mir schon. Ich tue mein Gesicht ins Wasser rein. Oh no thanks. I'm actually going to just find my own way. I'm going to flop around like a fish. Nee, ich finde meinen eigenen Weg. Ich werde so rumflappen wie so ein Fisch Yeah. außerhalb vom Wasser. That kind of thing. Actually, we have, you know what? Because I was worried about the fish lovers, I brought my own fish to illustrate this. Also, weil ich ja auch Angst hatte über die Fischliebhaber, hier habe ich meine eigenen Fische I mitgebracht. don't um want das any hervorzuheben. letters from fish lovers. Okay, ich will keine Briefe oder E-Mails So haben I bought von my own irgendwelchen fish. Fischliebhabern. Ich habe meine eigenen Fische mitgebracht. This is my fish. Das ist mein Fisch. You can plop them wherever you Okay, du want. darfst ihn einfach hier hinlegen, wo auch immer du willst. Okay. Flop down there, fish. Okay, mein Fisch. Hallo. Can you lie down for us? Okay, kannst du dich hinlegen für uns? He's a very nice fish. Okay. One sec, your Das ist fins. ein sehr schöner Fisch. Lass uns mal Your fins are. deine Okay. deine Flossen da hinten. Here's what we do. Okay, folgendes machen wir. This is what we want to live like. We're like, oh, thanks, God. Thanks for dying for me and saying that you have life for me. Und wir sagen, hey, danke Gott, dass du für mich gestorben bist und dass du Leben für mich hast. Danke. I would actually rather live like a fish out of water and flop around. Aber ich würde gerne wie so ein Fisch außerhalb vom Wasser sein What und einfach nur so hin und her flappen. What does that look like, fishy? Okay, Fischi, komm und zeig uns mal, wie das aussieht. How about, you want to take your head off and do the worm for us? Okay, mach uns mal den Wurm. Go that way. Mach uns mal den Wurm. Sehr hübsch. That was awesome. Thank you, little fish. Nicht schlecht. Vielen Dank, Fischi. We seriously, I know it's silly. Und das weiß, das ist ein bisschen albern. Fish is amazing. A good fish. Der Fisch ist echt genial, oder? But seriously, it's what we do. Aber ganz ernsthaft, Leute, das ist doch das, wie wir uns verhalten, oder? We spend our day at school going, no, I'm going to get my self-esteem over here. Nee, wir sind da drüben in der Schule und sagen, ich will mein Selbstwertgefühl, meine Anerkennung, die will ich mir hier drüben holen. No, I'm really anxious, so I'm going to eat or I'm not going to eat or I'm going to be mean to somebody. Nee, ich hab eigentlich echt viel Angst und deshalb werde ich essen oder ich werde nicht essen oder ich werde gemein zu jemandem sein. And we're flopping around and the Lord's like, oh, over here. Und wir flappen rum und der Herr sagt, hey, hallo, komm her, I died so you could have it. It's available now. komm her, ich bin für dich gestorben, damit du es haben kannst. Komm, es ist jetzt da für dich. That was the most amazing fish I've ever seen. War der genialste Fisch, den ich je gesehen habe. First it's flopping like a fish, Also erstmal floppt er wie so ein Fisch and then it was hopping like a bunny. und dann hüpft er wie And then- wie ein Hase. I think I just saw a fish do the worm Und dann habe across ich, the glaube ich, einen Fisch stage. gesehen, der den Wurm macht auf unserer Bühne. That's amazing. Ey, nicht schlecht, oder? I have a different example than fish. Okay, ich habe so ein anderes Beispiel. I anstatt der Fisch. can't really relate to fish that Also well. ich habe nicht so eine Beziehung zu Fischen irgendwie. But when I was a young boy, I used to love sword fighting. Als ich ein Junge war, habe ich
so Schwertkämpfe gemocht. And I used to love the little Lego man, the warrior Lego man, Okay. the knights. Okay, die Ritter, die Lego-Ritter. Kennt ihr die noch? Ja? Wer Okay, spielt guys, admit it. How many of you like to sword fight? noch? Okay, wer von euch mag es auch noch Schwerter zu kämpfen? Maybe some girls do too. Okay, vielleicht auch so 3 Any Mädchen. girls like to sword fight? Irgendwelche von euch? Well, this is my example, right? Okay, folgendes ist mein Beispiel. Now, it doesn't flop or do the worm, but it's an Okay, example. hey, das flappt nicht rum oder macht den Wurm oder so. Jesus told me some real special verses for me this week. Also Jesus hat mir ein paar ganz besondere Verse gegeben diese Woche. Because to be honest, I had a lot of fear about this week. Weil ganz ehrlich gesagt habe ich echt eine Menge Angst gehabt über diese Woche. I get scared to get up in front of people. Wisst ihr, ich habe eigentlich Angst, vor Menschen zu treten. And God gave me some very special verses Und this Gott week. hat mir echt ein paar geniale Verse gegeben diese Woche. He said, "Never will I leave you, and never will I forsake Er hat you." gesagt, ich werde dich niemals verlassen, noch werde ich dich jemals allein lassen. And then he went on to give me some verses that actually he gave to Abraham Und dann ist er thousands of years ago. hergegangen und hat mir Verse gegeben, die er eigentlich Abraham gegeben hat vor Tausenden von Jahren. From Genesis 14, and it says this. Und aus 1. Mose 14 und da steht Folgendes. And it says, "You are my shield and my very great reward." Du bist mein Schutz und mein riesengroßer Gewinn. And this to me looks like a shield. Und das hier sieht für mich so aus wie so ein Schutzschild. And if any of you know anything about sword fighting, Okay. you know that you stay behind the shield. Also wenn du irgendwas weißt über Kriegsführung, über Kämpfen mit Schwertern, dann ist es wichtig, dass du hinter diesem Schutzschild You bleibst. don't come out in front of your shield. That makes no sense. Also du kommst nicht davor raus, das macht überhaupt keinen Sinn. You stay behind the shield Du bleibst dahinter and you hide behind the shield. und du versteckst dich eigentlich dahinter. And that's what we're looking at when we talk about remaining where God has put us, where the way He's made us to be. Und das ist, was wir uns anschauen. Das ist, wenn wir darüber sprechen, dass wir da bleiben, wofür Gott uns gemacht hat. And I love that God gives me a hiding place and that He's my shield. Und ich liebe es, dass Gott mir einen Ort gibt, wo ich mich verstecken kann und dass er mein Schutzschild ist. And He's calling us to remain in Him. Und er ruft uns dazu, dass wir in ihm bleiben. But I want to throw out this question to you. How do we actually do that? How do we live that? Aber ich will die Frage einfach rauswerfen an euch. Wie machen wir das? Wie leben wir das? We don't anymore have a shield. Also wir haben jetzt nicht mehr so ein Schild. Like we don't walk around, we don't live life with a shield and a sword. Wir So gehen how nicht do we rum, live this? wir leben unser Leben nicht mehr mit so einem Schild und einem Schwert. Wie leben wir das? And that's the amazing thing about this week. We get this week to look at a real human. Und das ist das, was wir diese Woche machen können. Wir schauen uns einen echten Menschen an. Jesus lived this so we can see from his example how do we remain in our Father. Jesus hat das gelebt und von ihm können wir lernen, von diesem Beispiel können wir lernen, wie wir in unserem Vater bleiben können. So we get to look at Jesus because he showed us how to walk this out in life. Also können wir uns Jesus anschauen und lernen, wie er das gelebt hat, wie er das ausgeführt hat in seinem Leben. Let me tell you a little story from Mark chapter 1. Okay, lasst mich euch ein paar Geschichten erzählen oder ein paar Sachen erzählen aus Markus Kapitel 1. And you guys are going to get to look at this in your group times Und as ihr well. guckt euch das nachher in euren Gruppenzeiten auch noch an. And I love that this story is right at the top of the things that Mark tells us about Jesus, right at the beginning. Und ich liebe das, dass es ganz am Anfang ist von den Sachen, die uns Markus erzählt über das Leben Jesu. Mark chapter 1. Markus Kapitel 1. And what happens is that it says this. It says, Und da well, steht- first of all, Jesus had been the day before, he'd been healing crowds and crowds of people. Amazing stuff had happened. Also erstmal den Tag vorher ist eine Menge genialer Sachen passiert. Eine And Menge then- Menschen sind gekommen und er hat unglaublich viele geheilt. And then it says this. It says, Und dann- very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, went off to a solitary place where he prayed. Und da steht dann, Vers 35 von Kapitel 1 in Markus. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. So we can see how early it was because it was still dark. Seht ihr, wie früh das war? Das war noch dunkel.
I wonder what time that was. Frag mich, was Maybe für eine Zeit- 3 a.m.? Was das für eine Uhrzeit war. Vielleicht 3 Uhr morgens. Was it 3 a.m.? So early that maybe it feels like yesterday. Vielleicht so früh, dass es sich eigentlich noch anfühlt wie gestern. And Jesus gets up and he goes off to a quiet place so Jesus- that he can be with his Father. Und Jesus steht auf und er geht weg an diesen einsamen Ort, damit er alleine mit seinem Vater sein kann. So when we're giving you example of a fish that can do the worm, Also wenn wir euch das Beispiel geben von einem Fisch, oder ein Fisch, der natürlich auch den Wurm machen kann. fish that stay in the water, Fische, die eigentlich im Wasser bleiben müssen. Lego men that stay behind the shield that is their God. Lego-Menschen, die hinter dem Schild bleiben, welches ihr Gott ist. This is what it looks like for us. So sieht das für uns aus. Getting to a solitary place where we can be with our Father. Dass wir an einen einsamen Ort kommen, wo wir mit unserem Vater sein können. The cool thing is that God wants that time with you. Das Geniale ist, dass Gott diese Zeit mit dir will. Don't you understand? Don't we get this? God wants us. Verstehst du das? Begreifst du das? Gott will dich, will uns. This is the point of all of it. Das ist, worum es wirklich geht. That we get to be with our Father. Dass wir mit unserem Vater sein können. Let me show you one other thing from this story. Okay, noch eine andere Sache aus dieser Geschichte. Jesus is off in the dark with his Father. Jesus ist alleine im Dunkeln mit seinem Vater. This is what his mates do. Okay, und Folgendes machen seine Freunde. This is the response of the people around Jesus. Das ist die Reaktion von den Menschen, die um Jesus rum sind. Simon and his mates went to look for him, and when they found him, they exclaimed, Jesus, everyone is looking for you. Und da steht, und Simon und die anderen, die bei ihm waren, suchten ihn. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. The expectations of the people around Jesus would have pulled him out of that place with God. Siehst du, die Erwartungen von den Menschen, die um Jesus rum waren, die hätten ihn aus dieser Nähe mit Gott rausgezogen. So I want you to think about this. Also denkt über Folgendes nach. Remaining in God. In Gott bleiben. Being in the place where God wants us to be. An diesem Ort zu sein, wo Gott will, dass wir sind. And part of how we do that is how we saw Jesus sneak off so that he could be alone with his Father. Und einen großen Teil, wie wir das sehen, ist, wo Jesus verschwindet, wo er wegschleicht, damit er alleine mit seinem Vater sein kann. But know this as well. Aber wisse Folgendes. There's going to be opposition to you doing that. Es wird Gegenwind sein, wenn du das machen willst. It is rarely the easiest thing to do. Es ist sehr selten das Einfachste, was du machen kannst. Okay, can you all stand up for me for a minute? Könnt ihr mal für einen Moment aufstehen? We're going to try a little experiment here. Okay, ein kleines Experiment wollen wir ausprobieren. Let's see if we can do this without talking. Lass uns sehen, ob wir es schaffen können, ohne zu reden. Okay, and don't be looking around. This isn't a who has and who hasn't got thing. Okay, guck nicht rum. Es geht nicht darum, wer es hat und wer es nicht hat. We Sache just hier. want to take a little look at the noise in our lives. Wir wollen uns einfach nur so ein bisschen die Lautstärke und die ständigen Geräuschpegel in unserem Leben anschauen. Okay, if you do not have a phone, sit down. Also, wenn du kein Telefon hast, setz dich hin. Don't look around, don't talk. Wenn du kein Telefon hast, dann darfst du dich hinsetzen jetzt. If Yeah? you do not have it, okay, when I say the next thing, if you're down, you can stand back up if you do have it. Okay, wenn ich das nächste sage und du hast es, dann darfst du auch stehen wieder, falls du schon sitzt. If you do not have an MP3 player, sit down. Wenn du nicht einen MP3-Player hast, setz Or dich any hin. kind of a music thing. Oder irgendeine Art von Abspielgerät. Yes. Something that's in your ears Irgendwas, was du in deine Ohren reinsteckst, that you spend most of your day on. mit dem du viel Zeit am Tag verbringst. If you do not text, sit down. Wenn du keine SMS schreibst, setz dich hin. If you do not Facebook, sit down. Also wenn du nicht auf Facebook bist, setz dich hin. If you do, you can stand back up again. Okay, und wenn du doch auf Facebook bist, darfst du dich aufstehen, also wenn du dich vorher irgendwann gesetzt hattest. If you do not walk around the street and hear a lot of noise, sit down. Wenn du nicht durch die Straßen läufst und einen riesen Geräuschpegel hörst, dann setz dich hin. If you spend most of your day in silence, sit down. Also wenn du viel Zeit deines Tages in Ruhe und in Stille verbringst, dann setz dich hin. If you do not have a television, sit down. Wenn du keinen Fernseher hast, setz dich hin.
Think about this. Okay, In your day, denkt über Folgendes nach. In deinem Tag is there ever real silence? gibt es in deinem Tag jemals wirkliche Stille? Stay standing. Bleib stehen. Is there ever real silence and peace? Gibt es jemals in deinem Tag wirklich absolute Stille und absoluten Frieden? There's a stillness that God is offering to us. Diese Stille, die Gott uns anbietet. And it's not just that we go away and out of the world to be in stillness with Him. That is really important. Das ist nicht nur, da geht es nicht nur darum, dass wir aus der Welt rausgehen und einfach nur oder weggehen davon und einfach nur still sind mit ihm. Das ist sehr, sehr wichtig. But none of us are able to just spend our time in solitude all day long, every Aber day. nicht alle von uns können das, oder wahrscheinlich keiner von uns kann das den ganzen Tag einfach nur alleine zu sein mit Gott, oder? We walk in the train station, we get on the bus to school, we're in school. Ja, wir gehen am Bahnhof entlang, wir sind in den Bus, wir gehen in die Schule. And God is offering us that stillness, that communication with Him. Und Gott bietet uns diese Stille an, diese Kommunikation mit ihm. That ability to remain in Him. Diese Möglichkeit und Fähigkeit, in ihm zu bleiben. Even in the midst of chaos, in the midst of our day. Sogar mitten im Chaos, mitten in unserem Alltäglichen. In the midst of the noise, Mitten in diesem Lärm we can hear Him. können wir ihn hören. Let's real quick do another story of real Jesus. Okay, noch eine Geschichte vom echten Jesus, okay? There's this amazing story, and I'm actually sure that you've all heard it. Und da ist diese geniale Geschichte, und ich glaube, ihr habt die schon Well, mal they alle gehört. haven't because they got zapped. They don't know it. Okay, Oh, nee, yeah, that's die right. kennen es nicht mehr. Ihr habt ja in das Blitzding We reingeguckt. zapped your memory. Okay.
Okay. Also müssen wir nochmal Just to anfangen. refresh, Jesus. Okay, Jesus. Okay. Klar, wisst ihr noch, wer das ist? Yeah, real, human, Okay, echt, flesh, Mensch, blood, Fleisch, Blut. fully human. Okay, vollkommen Mensch. Now there's this story of Jesus in a boat with his disciples. Und da ist diese eine Geschichte mit Jesus im Boot mit seinen Jüngern. Just in case your memory was zapped, right? Okay. Disciples is kind of like friends. Okay, also Jünger ist sowas wie Freunde, falls du deine Erinnerung verloren But hast. not just friends, kind of like followers. Also nicht nur Freunde, sondern auch die ihm nachgefolgt sind. Followers, mates, disciples. Also Freunde, Followers, Jünger und Jünger, Nachfolger und Jünger. Okay, I thought you had your shades on when we zapped everybody. Mann, ey, ich dachte, du hättest eine Sonnenbrille angehabt, als wir alle gesippt haben. Ja, nee, Okay, ich nicht. but there's Ich hab's auch erlebt. Jesus, mates in a boat. Also, Jesus, seine Jünger und alle in einem Boot. And this monster storm comes up, Und right? dieser Mördersturm kommt. Okay, and what we know, the little we know about Jesus' mates is that they were fishermen, right? Fishermen who go on boats. Also, und das, was wir wissen über die Jünger, ist, dass sie waren Fischer. Also Fischer gehen auf Boote. So they're used to waves. So this storm must have been pretty frightening. Also dieser Sturm, der muss echt erschreckend gewesen sein. And what I love about this story, very simple. There's two things. Also was ich über diese Geschichte mag, das ist echt genial. Jesus was asleep in the middle of the storm. Jesus hat geschlafen, mitten im Sturm. And so his mates are all freaking out, fear gripping them. They think they're going to die. Also seine Freunde, die sind um ihn herum, die haben tierisch Angst. Sie glauben, dass sie sterben werden. And Jesus is asleep. Und Jesus pennt. And that's what we're talking about today, a stillness inside of us. Und das ist, worüber wir uns heute unterhalten, eine Stille, die in uns drin ist. So check this out. We see that Jesus gets up when it's still dark, Okay. very early in the morning, Also Jesus steht auf, als es immer noch dunkel ist, richtig früh am Morgen. and he gets stillness in front of his Father. Und er kommt in diese Stille mit seinem Vater. But then in the middle of the chaos and the storms and the fear of life, Und dann mitten in diesem Chaos, in dem Sturm, mitten in diesen Ängsten des Lebens, he still has a peace inside of him hat er halt immer noch diese Stille, die so tief in ihm drin sitzt. and a stillness. Und diese Stille. And what we're looking at today, Und das, was wir uns heute anschauen, let me draw Okay. a circle. lass mich mal hier so einen Kreis hinmalen. I'm really good at drawing circles, Okay, ich bin richtig gut mit Kreise malen. except that looks more like a potato. Okay, es sieht mir aus wie eine Kartoffel. But Irish people are good at drawing potatoes. Okay, aber Iren sind gut dabei, Kartoffeln zu malen. This is my question. Okay, right? folgende Frage. If you're in the circle, Also, wenn du Come on. in diesem Kreis if you're drin bist, wenn du in da the drin bist, place An that dem- God has made you to be, an dem Ort, für den Gott dich gemacht hat, you're remaining in Him. dann bleibst du in ihm. There's a stillness and a peace there. Da ist diese Stille, da ist dieser Friede, genau da. Even if the place you're in is in the middle of this crazy storm, there can still be a peace and a stillness. Auch wenn der Ort, an dem du gerade bist, mitten in diesem Sturm, in diesem chaotischen Sturm ist, kann trotzdem dieser Friede tief in dir sein. Let me show you the complete opposite of Okay, that. lasst mich euch das komplette Gegenteil davon zeigen. Jesus' mates Okay, die Freunde von Jesus, in the middle of the storm, mitten im Sturm, freaking out. die rasten aus. They were with Jesus. Die waren doch mit Jesus. They were in the little boat with Die Jesus. war in dem Boot mit Jesus. Surely there's no better place to be. Ist doch kein besserer Ort, wo man sein könnte, oder? Wouldn't it be great to be in the middle of a storm Wäre das nicht with genial, Jesus? mitten im Yeah. Sturm zu sein, mit Jesus dabei, oder? Okay. Das wäre doch cool, oder? Because then whatever happens, you go down together. Weil dann egal was passiert, wenn ihr untergeht, geht ihr zusammen unter. I would have just been holding on to Jesus Also ich like, hätte mich einfach nur so an Jesus festgehalten. like he was one of those little floaty things that Also, als little ob er so kids eine- wear on their arms. Wisst ihr, als in ob the, das so ein the pool. Aufpust-Ding ist, was die Kinder so im so Schwimmring. Because Ja, you so know was die Jesus, Kinder- you know Jesus is going to float. Weil ich weiß, Jesus wird auf alle Fälle schwimmen können, weißt du? So, Also in the halte ich mich dran storm- fest. Yeah. Who's holding on to who here? I don't know. Who's Jesus in this story? Wer ist Jesus in dieser Geschichte? Okay, get out of my boat. Get out of my boat. There you go. Raus aus meinem Boot Okay. damit ihr Mensch. Okay, where's Ruben? No pictures of Okay, that. Ruben, hey, keine Bilder hier von Wherever you are, Ruben. Okay? Okay. This is our promise. Okay, das ist unser Versprechen. Be still and know that I am God. Sei du stille
und wisse, dass ich Gott bin. And we're asking two things of us, Und zwei of us Dinge. and of you today. Zwei Dinge fragen wir und erwarten wir von uns und erwarten wir von dir. That you would find time, if it's 3 a.m. or whenever it is, to be still before your Father. Dass du Zeit findest, ob das 3 Uhr am Morgen ist oder wann auch immer das ist, dass du stille Zeit findest, nur du mit deinem Vater. To remain in Him. Einfach nur, um in ihm zu bleiben. To hide behind the shield. Um einfach nur hinter diesem Schild dich zu verstecken. To stay in the water where God's created Um you. in diesem Wasser zu bleiben, wofür Gott dich geschaffen hat. To stay close to Him in the boat. Um einfach nur dicht bei ihm zu bleiben in diesem Boot. Okay? Be still and know that I am God. Sei still und wisse, When dass we were ich Gott looking at bin. these words, be still and know that I am God, Wir schauen uns diese Verse an, sei still und wisse, dass ich Gott bin. as we looked deeper into it, there's another way to say it as well. It says, let go and release, Und wenn man sich das ein bisschen mehr anschaut, dann heißt das auch so viel wie lasse los und entlasse. so that you know I am God. Damit du wissen kannst, dass ich Gott bin. And there's even another part to that verse Und wisst ihr, da gibt es sogar einen weiteren Teil zu diesem that Vers. says, so that I can be exalted in the nations, Denn lifted up. damit ich erhöht werden kann innerhalb der Nation. Today we're focusing on the first part. Heute konzentrieren wir uns so auf den ersten Teil. Listen, it's easy peasy. Hey, es ist echt total einfach. If we hold on Wenn wir festhalten and freak out in the storm and try to hold on and make it all better ourselves, und ausrasten in dem Sturm und versuchen, alles besser alleine zu machen, how can we know that He is God? wie können wir denn dann wissen, dass er Gott ist? We have to release and let go so that He can be God. Wir müssen loslassen, wir müssen es entlassen, damit wir wissen können, dass er Gott ist. We are not God. Wir sind nicht Gott. We don't know what to do in the storm. Wir wissen nicht, was wir im Sturm machen können. Jesus was able to be in the storm and calm and at peace with no fear. Jesus war in der Lage, in diesem Sturm zu sein und total ruhig und ohne irgendwelche Angst. Because He was with His Father, Denn er war mit seinem Vater. experiencing heaven. Weil er No fear. den Himmel erfahren, keine Angst. Jesus was human Jesus war Mensch in His Father. in seinem Vater. And actually, in John 17, He talks to His Father and He says, I want them, all of us, In Johannes Kapitel 17 spricht Jesus davon, ich will, dass sie, alle von uns, to be in us the way me and you are together, in our relationship. dass sie in uns sind, so wie du und ich in dieser Beziehung sind zusammen, so wie wir ineinander sind. So we are offered that presence of God. It's here. Wisst ihr, diese Gegenwart Gottes, die haben wir als Angebot, die ist da. This stillness we're talking about isn't something we have to, again, climb a ladder. How do I get this stillness? Let's try so Diese hard. Stille ist nicht irgendwas, wo ich irgendwie in der Leiter klettern muss. Oh, ich muss so hart kämpfen. Let go. Lass los. The presence of God is here. Lass einfach los. Die Gegenwart Gottes ist da. He is with you. Er ist da mit dir. He's already told us, I'll never leave you, never forsake you. Er hat uns schon gesagt, er wird uns niemals verlassen. We can rest in His presence. Wir können ruhen in seiner Gegenwart. And as we do, we can receive from heaven the way Jesus did. Und wenn wir das tun, dann können wir empfangen vom Himmel, so wie Jesus das getan hat. Peace, power, Friede, Kraft, peace, or healing. Heilung. This stillness Diese Stille is just a choice ist eine Entscheidung. to say, Lord, you are with me. Herr, du bist mit mir. Heaven on earth, Der Himmel auf Erden, you are with me. du bist mit mir. I want to remain in you. Ich will in dir bleiben. I'm not going to jump out of the circle. Ich will nicht aus diesem Kreis rausspringen. I'm not going to dip my face in the water and say I know best. Ich will mein Gesicht nicht ins Wasser halten und sagen, ich weiß es ja besser, I'm going to remain in you. sondern ich werde in dir bleiben. If we have a sense all day, try to do this today. Wenn wir das heute, dieses Bewusstsein sollten wir heute haben. Versuch das heute zu machen. To speak to yourself and say, the presence of God is with me. Um zu dir selbst zu sagen, die Gegenwart Gottes ist mit mir.
And just see how that will change your day. Und sehe und erwarte und schau dabei zu, wie das deinen Tag verändert. Even think in your head that you have earphones on, Und sogar denke in deinem Kopf, als ob du so Kopfhörer that anhast. you can communicate with him in the middle of the chaos. Dass du mitten in diesem Chaos einfach mit ihm reden kannst. And just like Jesus was human and needed those times away to be still, Und so wie Jesus Mensch war und diese Zeiten brauchte, wo er alleine stille war, we need that too. das brauchen wir auch. We need to be away and still. Wir müssen weg sein, wir brauchen diese Stille. Not so we plug in and get zapped and get a bit of power to go run around again. Nicht, dass wir uns einfach nur so einstecken und so einen Zap von Kraft kriegen und dann wieder loslaufen. You're way better at that than me. But no, because it's who we're created to be. We're created to be with our Father. Nein, damit wir da reintreten können in das, wozu wir geschaffen worden sind, in dieser Nähe zu unserem Vater zu sein. And out of the overflow of that time, Und aus diesem Überfluss von dieser Zeit, die wir da hatten, we can continue to be in His presence in the world we live in. können wir einfach weiter in seiner Gegenwart sein, in der Welt, in der wir leben. How about we do this? Okay, lass uns doch Folgendes versuchen. How about we do this? How about you put your hand on the shoulder, just Okay, shoulder, nimm deine Hand auf deine Schulter, of the einfach nur- person beside you. also von der Person neben dir. And real quick, just pray for each other. Okay, und ganz schnell betet einfach füreinander. You don't have to talk, just pray it over each other. Und betet einfach, ihr müsst gar nicht reden, nur ganz leise. That today, Und betet einfach übereinander, dass heute, the other person would have the stillness of God, dass diese andere Person diese Stille Gottes hat. would know His peace, Und diesen Frieden wissen kann. would remain in Him, Und dass sie in ihm bleiben kann. and that we would experience and recognize the presence of God with us here. Und dass wir die Gegenwart Gottes mit uns sehen und erkennen und erfahren können. Let's pray. Lasst uns beten. You can pray out loud. Ihr könnt auch laut beten. May the peace of God that surpasses understanding Möge der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, guard your hearts and your minds in Christ Jesus. eure Herzen und eure Sinne bewahren in Christus Jesus. Amen. 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 Before you go, Also vor dem ihr geht. we have a message from the doctor. Also wir haben eine Botschaft von dem Arzt. It is very hot today. Es ist heute sehr heiß. You must drink water. Ihr müsst viel Wasser trinken. Not this water. Nein, nicht dieses Wasser. Do drink water because we want you all full of beans when you come back tonight. Leute, das ist wirklich, wirklich wichtig. Trinkt viel, viel, viel Wasser heute, weil wir wollen, dass ihr Kraft habt, wenn ihr heute Abend wieder hier hinkommt. Dass ihr Have Spaß a habt. great day. Habt einen tollen Tag.